Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns im Gartengemüsekiosk zu einer neuen Hofgeschichte. Es ist so spannend und so aufregend und wir haben lange darauf hingefiebert. Jetzt ist der Anfang gemacht. Ihr seht schon, um mich herum sieht es nicht mehr aus wie vorher. Wir haben hier den Offenstall, noch nicht den Paddock Trail, das kommt später, aber erstmal den Offenstall so weit gebaut, dass jetzt Pferde einziehen können. Der Axel soll Verstärkung bekommen, das war von Anfang an der Plan, auch als wir diesen Hof ausgesucht haben. 2 Arbeitspferde kommen, ich bin total aufgeregt. Morgen sind sie da, also das heißt, wenn ihr gleich nach dem Intro die nächsten Aufnahmen seht, dann sind das die Aufnahmen, wie unsere Ladies hier auf den Hof kommen. Ich weiß gar nicht, ob ich schlafen kann. Ich bin gespannt, ob ich morgen überhaupt ein Wort rauskriege. Ja, wir werden jetzt die letzten Arbeiten hier noch machen, damit die Mädels sich morgen hier so richtig zu Hause fühlen können und ich hoffe, ja, das wird eine ruhige Nacht und wenn nicht, ist auch egal. Ich fieber dem nächsten Tag total entgegen und ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei diesem Video. Also von der Witterung haben sie es wirklich gut erwischt. Ja, aber nicht so heiß jetzt, ne? Nö, was meinst du, wenn wir 30 Grad hätten? Ja, grausam. Das, Ja, also, ja. wir können direkt, also ihr und das ist direkt hier da rein. Ins Ponyparadies. Habt ihr ordentlich Arbeit gehabt, ne? Hast uns ja schon so ein bisschen kennengelernt, ne? Wir sind ein bisschen verrückt. So wie ihr auch. Ja, genau. So. So, komm Lisa, wir gehen mal hier an Seite. Kommen die Ladies raus. So, die standen jetzt ganz klein. So, jetzt so mal zurück. Komm, zurück. 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 So. In der neuen Heimat. Ja, genau. Hoffentlich. Das ist alles, könnt ihr einfach loslassen. Die können einfach, ab hier können sie sich selber. Wir können uns aber auch gleich hier oder da. Aber habt ihr ganz schön gewollt, ja? Ja, guck mal, ob es noch irgendwie Verbesserungsideen gibt. Hey Mädels! Guck mal, hier ist das Hai drin. Da musst du gleich mal gucken, ist es richtig so? Also nach bestem Wissen und Gewissen? Ich denke so, die kommen dann an. Die wird es heute nicht geil drauf machen. Ich hab das nur gedacht, weil ich hier manchmal so mega Wind ist. Am Anfang würde ich das nicht drauf machen, weil die kennen das nicht. Aber das kannst du so dran lassen. Jetzt kennen sie ja den Glas. Jetzt haben sie hier, aber ihr seid vorher rumgekommen, ne? Ja. Die eine, die wird vorher morgen noch mehr ein, die andere später. Und eigentlich ist es, das ist alles bereit. Auf dem letzten Drücker. Gerade eben. Schnell noch umbauen, schnell noch machen. Wir sind jetzt einen Tag weiter und wie ihr unschwer erkennen könnt, unsere Schätze sind jetzt da. Die sind heute Morgen angekommen im Hänger, direkt auf ihren Paddock Trail gekommen. Das heißt Trail, noch ist es keiner. Hier vorne haben wir die erste Stute, das ist unsere Mia, eine Dunkelfuchsstute. Schnaub, schnaub. Die hat sich auch schon hingelegt, die hat auch schon geruht, wie man sehen kann. Also scheint es ihnen ganz gut zu gefallen. Im hinteren Bereich sehen wir den Tiger. Das ist Lotti, Prinzessin Lotti. Und ihr könnt es wahrscheinlich schon erkennen, die Pferdefreunde unter euch, das ist die Rasse der Noriker. Beide Damen sind auch in Österreich geboren und sind dann in der Nähe Bodensee groß geworden. Die kommen von Familie Frick und wir hatten ganz, ganz tolle Zeit, uns kennenzulernen. Wir waren zu Besuch unten. Sie haben uns super beraten, was wir für Pferde brauchen und wir haben die beiden auch recht schnell gefunden und ins Herz geschlossen. Die wurden auch eingefahren, sodass sie auch beide als Kutschpferd, als Zugpferd schon Erfahrung haben. Unsere Lotti wälzt sich gerade. Kommst du rum? Nee, noch nicht. Ja. So dass sie als Kutschpferde schon Erfahrung haben, dann ist das Arbeiten im Zug, dann denke ich mal einfacher. Das werden wir natürlich ganz ruhig, Stück für Stück, ganz sachte lernen, das Ortscheid kennenlernen, Schrecktraining und all solche Geschichten folgen dann noch.
und wieder hoch. Und einmal schütteln. Genau. Also Sie sind gerade ein paar Stunden hier. Ich glaube, Sie haben sich schon ganz gut eingelebt für die ersten Stunden. Morgen geht's auf die erste kleine Wiese. Ihr wisst ja, der große Paddock Trail ist nicht fertig geworden in der Zeit, wie ich mir das erhofft hatte. Deswegen haben wir 2 Wiesen, die wir erstmal jetzt eingezäunt haben. Das wird gleich die Aufnahme von morgen sein. Vielleicht noch ein Wort zur Rasse. Die Norica, auch bekannt als österreichisches Gebirgspferd, sind von ihrer ganzen Geschichte her schon Arbeitspferde gewesen, Zugpferde gewesen, aber auch eben Reitpferde. Der heutige Norica ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar. Und die kleine Anekdote dabei ist, ich habe mal in meine Bibliothek geguckt und ich habe tatsächlich ein Buch über Pferderassen aus meiner Kindheit. Ich glaube, ich war 7 oder 6, 8 Jahre. Ungefähr um den Dreh und da waren ganz viele Pferderassen drin und bei einer Pferderasse hatte ich so einen Bappa reingemacht. Das war die Pferderasse, die mir am besten gefallen hat und die ich mir immer gewünscht habe. 3-mal dürft ihr raten, welche das war. Ja, das waren die Norica. Und die beiden sind echt mein absoluter Traum. Das sind kleinere Vertreter der Rasse, die sind gar nicht so groß. Und ich bin super gespannt, wie die sich hier einleben werden und wie unsere gemeinsame Zeit so sein wird. Für euch geht es jetzt im Film gleich weiter, wie die beiden Mädels das erste Mal auf eine Wiese kommen hier bei uns. So, dann kommt mal mit. Wir drehen eine Runde. So. Erzähle ich dir nachher. Komm. Wir müssen ja erstmal alles sehen hier. Die kennen ja nichts von unserem Hof. Nee, das Gras ist es noch nicht. Komm. Komm. Jetzt wird's spannend. Ja, guck mal. Fein. Und Hufe hoch. Ja. Gut. Halt. 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 So, viel Spaß. Viel Spaß, Mädels. Guten Appetit. Jetzt können Sie auch hier erstmal alle so sehen. Wie weit geht's hier? Wo sind wir hier? Ah, Moment mal, noch was fressen. Ist der Strom drauf? Strom ist drauf, ja. Ja. Ich meine, ich glaube zwar nicht, dass Sie irgendwo anders hin wollen bei dem Gras. Ihr Lieben, jetzt ist es soweit, die Pferde sind endlich auf die erste Wiese gekommen. Die haben wir heute jetzt noch fertig eingezäunt, Litzen sind drauf, Strom ist dran. Die beiden sind gerade frisch auf die Wiese gekommen, haben natürlich als erstes den Kopf ins Gras gesteckt. Hier haben wir jetzt die Pferdewiese ausgesät und vorher immer gemulcht und gepflegt und gemacht und getan. Und ja, es ist eine richtige Freude für mich jetzt zu sehen, dass sie da sind, dass sie fressen. Es gibt noch eine zweite Wiese, die ist etwas größer, aber das sind unsere Behelfsvarianten, weil eben der Paddock Trail hinten nicht fertiggestellt werden konnte bisher. Aber Pferde brauchen Wiese, deswegen denke ich, ist das erstmal eine ganz gute Alternative. Die beiden Ladies lassen wir jetzt eine Runde grasen. Die werden wir heute Abend wieder reinstellen in ihren Paddock-Offenstall. Ich glaube, die fühlen sich ganz wohl hier, fressen, kommen zur Ruhe. Das ist eine wahre Freude, das mit anschauen zu können. Die zweite Wiese müssen wir noch einzäunen, dann fangen wir morgen mit an. Und dann sehen wir uns gleich wieder.
Unsere Pferde möchten wir euch natürlich auch gerne noch vorstellen. Dass es Noriker sind, das habt ihr schon mitbekommen, das habe ich vorhin erzählt. Beide kommen aus dem Süden. Achtung, die Mia möchte den Kameramann anfressen. Den komm mal, Mäuschen, nee, die Kamera kann man nicht essen. Komm mal hier rüber. Das ist die zweite, das ist die Mia, das ist die jüngere von beiden. Beide sind schon an den Zug gewöhnt, also können beide vor der Kutsche eingespannt werden. Angeritten sind sie auch, aber viel mehr haben sie jetzt noch nicht gemacht, was ganz gut ist, denn sie sind ja auch noch jung. Das heißt, wir haben alle Zeit. Nee, nicht die Kamera umrennt, dann gehen wir hier lang. Komm, dann geh da lang. Beide sind wunderschön, wie wir finden. Und wer sich mit Norikern ein bisschen auskennt, unsere Lotti hier, Prinzessin Lotti, guck gerade, was da hinten los ist eine komplette Vulkanlinie. Und sehr, sehr ruhig, sehr entspannt. Hier unsere Mia, die hat einen Schaunitz und ein Nero drin. Und ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz ausdrücklich bei der Familie Frick bedanken. Es war so eine schöne Zusammenarbeit, so eine Offenheit, eine Gastfreundschaft dahinter. Wir sind zweimal die Reise in den Süden angetreten, um die Pferde kennenzulernen, zu gucken, welche passen zu uns. Sie haben auch geschaut, was machen wir, was wollen wir machen, welche Pferde passen zu uns. Die beiden sind eher kleinere Vertreter ihrer Rasse mit ihren knapp 1,55, 1,56. Für uns aber optimal. Sie entdecken gerade unsere Katze, die hinten an der Laube, an der Hütte sitzt, und sind ganz fasziniert, was sie denn da macht. Die Dunkelfuchsstute ist 3,5 Jahre alt, die Tigerscheckin ist 5,5 Jahre alt, also beide noch sehr jung. Wir haben auch genug Zeit und Ruhe, das alles zu lernen, zu üben. Wenn die den Zug von der Kutsche her kennen und das Geschirr kennen, das ist schon mal schön, aber wenn wir dann im Acker arbeiten wollen, dann müssen die Zugstränge, also links und rechts die Riemen, die den Zug dann nehmen, müssen auf den Boden schleifen, die müssen sich an das Ortscheit, also an das Teil, was dahinter gehangen wird, gewöhnen. Das dauert alles Zeit und ich bin immer der Meinung, lieber ein bisschen langsamer und ruhiger, gelassener, dann haben wir hinterher gut ausgebildete Pferde und die Zeit nehmen wir uns auch. Also wenn ihr überlegt, für euch einen Norika euch anzuschaffen, dann guckt unbedingt bei Fricks vorbei. Das ist jetzt keine bezahlte Werbung. Wir sind wirklich einfach sehr angetan. Und er weiß auch auf jeden Fall, was zu einem passt. Ne? Wir üben und lernen noch ganz viel. Dann kommt die nächste an. Den Paddock möchte ich euch auch noch gerne zeigen, wie er aktuell ist. Vielleicht fällt euch ja noch was auf. Ihr habt noch den einen oder anderen Tipp für uns. Das nehme ich auch immer gerne an. Auf Instagram habt ihr mit 98% abgestimmt. Ihr möchtet ein bisschen mehr vom Wohnzimmer der Pferde sehen. Deswegen erzähle ich jetzt auch noch ein paar Sätze hier zu. Wir haben jetzt den Bereich eingezäunt mit Holzpfählen erstmal. Wir haben 3 Litzen eingezogen, 2-mal Band und einmal Seil mit den entsprechenden Isolatoren. Wer Pferde zu Hause hat oder schon mal Zäune gemacht hat, weiß ja selber, wie viel Arbeit das ist. Aber es hat sich gelohnt. Hier vorne haben wir einen IBC-Container, einen dunklen, der das ganze Regenwasser auffangen soll, was wir auch direkt gleichzeitig als Wasser für die Pferde nutzen möchten. Parallel dazu haben wir aber natürlich auch noch einen Wasserschlauch, wo ich die auch regelmäßig sauber machen kann. Aktuell haben wir 2 Sorten zur Auswahl, kann man sagen. Einmal Normalwasser und einmal Wasser mit Kamillen- und Fencheltee für die Pferde. Und der Überstand, der direkt hier neben ist, der ist auch noch nicht ganz fertig. Da werden noch die Ziegel eingebaut. Die Ziegel werden noch, das Dach wird eingedeckt, so heißt es korrekt. Das passiert jetzt auch noch. Und der Stall war auch immer Stall. Das heißt, da standen früher schon Tiere, da standen wohl Kühe drin, soweit ich das verstehen konnte, aus den Erzählungen heraus. Also das heißt, das Gebäude war sowieso schon immer Stall. Was wir jetzt nur eben gemacht haben, ist diesen Überstand vorne dran gesetzt. Und in der Mitte haben wir eine Boxentür eingesetzt. Das ist für uns, für den Ablauf einfach sehr praktisch. Und im Unterstand kann man auch gut sehen, der eine Bereich ist tiefer. Da haben wir mit Miscanthus eingestreut. Das soll staubfrei sein und es wird hier regional angebaut. Bisher bin ich ganz begeistert davon, aber das wird sich dann natürlich mit der Zeit zeigen, ob das für uns die richtige Lösung ist. Der Bereich, der etwas höher ist, den lassen wir einfach so. Was ganz schön ist, die Pferde können überall gucken. Die haben die Weitsicht, die können auf den Hof gucken, die haben ein Fenster in den Stallbereich rein, können aufs Heu noch gucken, die können auf den Hof schauen und hier auf die große Weite können sie auch alles sehen. Das machen sie auch ganz gerne. Sie stehen dann am Zaun und schauen einfach, was hier so passiert. Das finde ich ist auch ganz schön. Aber nicht nur das war uns wichtig, sondern wir wollten auch eine Abwechslung haben. Also zum einen seht ihr noch so ein bisschen hier auf dem Sandbereich so ein bisschen Berge, das haben wir nicht geschafft zu verteilen und die Pferde buddeln hier selbst ganz gerne. Unter diesem Sand haben wir auf dem ganzen Sandbereich Paddockplatten verlegt. Wir wollen ja im Winter keine Mocke haben.
Da hatte ich auf Insta ja auch gefragt und das war super praktisch. Also vielen Dank nochmal für eure Rückmeldung. Wir sind fündig geworden und haben hier schön Paddockplatten verlegt. Und da drauf ist auch Sand und unten drunter ist auch noch Schotter, sodass wir hoffen, im Winter hier nicht in der Matsche zu stehen. Denn das ist wirklich wichtig. Im hinteren Bereich, wo die Mädels gerade auch unterwegs sind, sind ein paar Baumstämme hingelegt. Da haben wir Obstbaum, Birnbaum und auch noch Birken sind, glaube ich, dabei oder Linde. Also auf jeden Fall Hölzer, die für die Pferde verträglich sind. Oh, Mia Mäuschen. Und die Heuraufe, da haben wir echt überlegt, wie machen wir das mit dem Heu? Viel überlegt, gesprochen. Und diese Heuraufe kennen Sie schon von Ihrem alten Zuhause. Da war natürlich mehr Pferde und eine größere Heuraufe. Aber für uns hier hat die kleine Version sich wirklich angeboten. So können wir schön mit Heu auffüllen und die Pferde können fressen, wann sie Lust haben. Und wir haben nicht so viel Arbeit, dass wir 3-mal am Tag Heu geben müssen. Ist ja schließlich auch wichtig, dass die Arbeit effektiv gestaltet wird. Und was auch ganz interessant ist, man sagt ja, oder zumindest habe ich das so gehört, dass Stuten, jetzt hör mal weg mir, dass Stuten, was die Äppelei angeht, so ein bisschen unordentlich seien, im Gegensatz zu Wallachen. Bisher kann ich feststellen, dass sie im Stall, im Einstreu mal den einen oder anderen Haufen machen und natürlich da auch ihren Urin absetzen. Ansonsten haben sie den hinteren Bereich hinter der Heuraufe auserkoren und da machen sie die ganzen Äpfel, was sehr praktisch ist, dass wir die da rausholen können. Aber da eine kurze Frage an euch. Wir haben jetzt einen Appleboy, wir haben die entsprechende Forke dazu und auch aus dem Kindergartenbedarf so ein Rechen, so ein Mini-Rechen. Das klappt ganz gut. Aber wenn es vielleicht noch irgendwas in der Technik des Abäppeln gibt, was ihr zu Hause habt, wo ihr sagt, boah, das ist total super, dann schreibt mir gerne eine E-Mail oder einen Kommentar. Da wäre ich auf jeden Fall für Tipps noch sehr dankbar. Auch wenn ihr jetzt gerade hier rüber schaut und guckt und seht, oh, liebe Jen, da musst du aber noch mal hier ran denken. Oder habt noch vielleicht einen guten Tipp für mich, dann lasst mich das sehr gerne wissen. Ein Salzleckstein ist natürlich auch da, den haben wir am Kirschbaum angebunden. Da stehen die beiden auch ganz gerne und schleckern und scheuern sich natürlich auch mal am Baum. Ich finde, das darf auch mal sein. So ein Kratzbaum wollen nicht nur Katzen haben, Pferde finden das auch ganz toll. Jetzt habt ihr einen Einblick über den Paddock, über das Wohnzimmer der Pferde bekommen. Jetzt schauen wir uns noch die zweite Wiese an. Die haben wir jetzt auch noch eingezäunt, beziehungsweise sind dabei. Die zweite Wiese, die seht ihr jetzt.
Unsere beiden Mädels haben sich jetzt heute hier das erste Mal auf der zweiten Wiese ausgetobt. Das heißt, wirklich viel gelaufen sind sie nicht. Aber es ist sehr, sehr windig. Also entschuldigt, wenn ihr Tonstörungen drin haben solltet. Es ist sehr windig heute. Die beiden haben die Nase unten im Gras und dann hören und sehen die gar nichts mehr. Aber zwischendurch, wenn so eine dicke Windböe kommt, ihr kennt das, wenn ihr Pferde habt, dann preschen die mal los, dann galoppieren die mal eine Runde und dann geht auch sofort wieder die Nase ins Gras. Im Endeffekt sind die beiden ja hier unsere Mitarbeiterinnen. Die sollen in unserem Biobetrieb mitarbeiten, die sollen im Gemüse arbeiten. Wir möchten auch die Kreislaufwirtschaft, also sprich den eigenen Dünger haben. Und was wir uns noch vorgenommen haben, wir möchten auch Heu, zumindest zum Teil selber auf unseren Flächen herstellen, produzieren können. Ne, Mia, eigenes Futter zu Hause. Möchtest du auch was sagen? Ja, und so, dass das Ganze einen Kreislauf hat und gut zusammenpasst. Das wird seine Zeit dauern, aber ihr kennt das von uns. Es ist wie eine Reise. Fühlt euch eingeladen, uns auf dieser Reise zu begleiten. Ihr Lieben, ich bin sehr gespannt auf eure Rückmeldung zu dieser Hofgeschichte. Pferde sind ja doch ein neues Thema jetzt bei uns und ich freue mich so sehr. Es ist so ein langer Traum und jetzt sind sie endlich da. Also, wenn ihr was gesehen habt oder noch einen guten Ratschlag habt oder Fragen oder Ideen, dann schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ihr habt ja schon gesehen, hier auf der Wiese haben wir ein paar Bäume ausgezäunt. Den Apfelbaum Vanessa oder hier die Korkenzieherweide von der Anja. Und die anderen, die wir gepflanzt haben, die haben wir außen noch stehen, damit die Pferde die eben nicht auch runterfressen. Dazu gibt es auch ein Video, das verlinke ich euch auch gerne. Das ist hier oben direkt verlinkt. Wenn ihr euch das noch nicht angeschaut habt, schaut gerne mal rein. Wir machen eigentlich jeden Herbst, machen wir jetzt Neupflanzung, Ersatzpflanzung, dass hier wieder ganz viel Bäume und Sträucher, ja, ihren Raum einnehmen können, wachsen können, dass es wieder lebendig und bunt wird. Und vielleicht kennt ihr unsere Hofgeschichten noch nicht alle oder möchtet euch gerne mal einen Eindruck verschaffen. Hier findet ihr die Playlist mit unseren gesammelten Hofgeschichten. Über euren Daumen nach oben freue ich mich auch und auf eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, euren Garten bunt zu machen. Es gibt auch noch einiges auszusehen, aber das findet ihr bei uns auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal, eure Jen.